Wenn in-game schon euer Handy klingelt und Ava an der Leitung ist, dann ist es wirklich höchste Zeit, mit der Alaska-Quest zu beginnen. Und in diesem Sinne, herzlich willkommen zu einem neuen Teil von Creatures of the Deep. In diesem Video erfahrt ihr alles Wichtige, was ihr wissen müsst, um die Quest bei Ava abzuschließen. Zusätzlich zeige ich euch natürlich alle Fundorte mit den perfekten Locations, um alle Gegenstände so schnell wie möglich zu finden. Aber wichtig vorweg, was ich euch dazu noch sagen kann, ihr könnt die Quest bei Ava erst starten, wenn ihr das Monster für sie gefangen habt und die eigentliche Hauptstory abgeschlossen habt. In der Folgequest von Ava geht es nämlich darum, den Flugplatz ganz im Westen komplett neu aufzubauen. Dieser ist nämlich zerfallen und somit haben wir die Möglichkeit, dass dort bald wieder Flugzeuge fliegen können. Dazu habe ich nämlich noch eine Theorie, aber die sage ich euch am Ende des Videos. Die erste Aufgabe von Ava besteht darin, 20 Schneeschaufeln für sie zu besorgen, um den Flughafen von der Schneedecke befreien zu können. Dafür fahren wir einfach einmal links rüber, hier oben an die Insel. Dort ist die beste Position, um die 20 Schneeschaufeln aus dem Wasser zu ziehen. Natürlich hier wieder mit der Müllgreifer-Angelroute, am besten nach rechts auswerfen und direkt wieder einholen. Das Ganze gibt es für euch jetzt einmal in 4-facher Geschwindigkeit, damit ihr seht, dass ihr hier auch gut Schneeschaufeln aus dem Wasser ziehen könnt. Die volle Länge der 20 Schneeschaufeln werdet ihr nicht sehen, da das Video sonst zu lange dauern würde und ich es natürlich kurz für euch halten will. Noch als kleinen Tipp von mir an dieser Stelle, ab einer gewissen Anzahl an Schneeschaufeln, die ihr aus dem Wasser gezogen habt, werdet ihr merken, dass es wesentlich länger dauert, diese Schneeschaufel hier nochmal aus dem Wasser ziehen zu können. Das gilt übrigens nicht nur hier für Schneeschaufeln, sondern auch für alle anderen Gegenstände sowie Fische. Ab einer gewissen Anzahl, ich sage jetzt mal ab 15 bis 20 Stück, werdet ihr merken, dass ihr dort wesentlich unwahrscheinlicher den gewünschten Gegenstand oder Fisch nochmal aus dem Wasser ziehen könnt. Hier für die Schneeschaufeln habe ich einmal die Position gewechselt und zwar direkt hier links an der Startposition von der Insel. Hier habt ihr auch die Möglichkeit, die restlichen Schneeschaufeln aus dem Wasser zu ziehen, wenn ihr sie am selben Tag angeln wollt. Ansonsten wartet einfach auf den nächsten Tag, denn dort wird die Cap-Grenze zurückgesetzt und ihr habt hier wieder ganz frisch die Möglichkeit, gleich wieder neue Schneeschaufeln oben an der gewünschten Position zu angeln. Sobald wir die 20 Schneeschaufeln voll haben, können wir diese bei Ava abgeben und können auch direkt unsere erste Belohnung abholen. 468 Münzen und 100 Erfahrungspunkte. Somit haben wir die erste Aufgabe gelöst und unser Flughafen ganz im Westen sieht jetzt nicht mehr so aus wie ganz am Anfang, sondern nachdem der Schnee geräumt wurde, sieht das Ganze jetzt einmal so aus. Also können wir sehen, dass der Schnee geräumt wurde und die Start- und Landebahn somit frei liegt. In der zweiten Aufgabe werden wir von Ava gebeten, 30 Treibstofffässer für sie zu besorgen. Diese können wir ganz im Westen bei unserem Flughafen finden. Dort begeben wir uns jetzt einmal hin. Die Dialoge mit Ava habe ich ab der zweiten Aufgabe für euch ausgeblendet, weil das Ganze natürlich wieder ein Guide sein soll und es soll so kurz wie möglich sein. Wenn ihr die Textsequenzen lesen wollt, könnt ihr das natürlich sehr gerne bei euch im Spiel machen. Ich kann euch hier wieder als Tipp geben, da wir 30 Treibstofffässer brauchen, kann es sehr schwer werden, die an einem Tag zu fangen. Wenn ihr die Zeit und Geduld dafür nicht habt, wartet einfach bis zum nächsten Tag, dann habt ihr wieder eine frische Möglichkeit, neue Treibstofffässer an dieser Stelle zu angeln. Das habe ich nämlich auch gemacht. Sobald wir die 30 Treibstofffässer voll haben, können wir uns wieder zu Ava begeben, um diese ihr abzugeben. Natürlich können wir nicht 30 Stück auf einmal transportieren, aber ihr versteht schon, was ich meine. Dann ist auch die zweite Aufgabe abgeschlossen und wir bekommen unsere Belohnung und können uns in Aufgabe 3 stürzen. Aber halt, bevor wir die nächste Aufgabe starten, lasst uns noch einmal einen Blick auf die Entwicklung unseres Flughafens werfen. Und zwar können wir jetzt sehen, dass neue Treibstofffässer hinzugekommen sind, womöglich die wir geangelt haben. Aber ich kann hier nur 24 Stück zählen. Vermutlich sind die anderen 6 unterschlagen worden. 24! Die nächste Aufgabe hat es schon etwas mehr in sich und zwar gilt es jetzt 50 Holz für Ava zu sammeln. Das machen wir am besten in den Gebieten. In großen Gebieten kann ich euch die Empfehlung geben, die Kameraperspektive hinter euer Boot zu wechseln. Somit könnt ihr auf große Distanz schon das Holz an der Wasseroberfläche treiben sehen. In jedem der Gebiete gibt es 3 Holz am Tag zu finden. Hier habe ich schon direkt bei Alaska die ersten 3 Holz angesammelt und gebe diese Ava ab.
Die 3 Holz könnt ihr natürlich in jedem der 8 Gebiete einmal am Tag sammeln. Deswegen bin ich auch direkt zurück und nach Paradise Island. Dort habe ich mich auch wieder auf eine kleine Reise rund um die Insel begeben und dort die 3 täglichen Holz eingesammelt. Wie gesagt, könnt ihr das einmal am Tag in jedem der 8 Gebiete tun und somit habt ihr schon mal 24 Holz zusammen. 24. Weiteres Holz lässt sich natürlich in eurer Marina finden, 3 Stück wieder am Tag. Diese könnt ihr einfach einsammeln, entweder treiben sie an der Wasseroberfläche oder liegen am Küstenbereich angeschwemmt. Als einfachen Tipp mache ich es immer, ich gehe einfach in das Aquarium und verlasse es gleich wieder, weil dann die Bretter neu spawnen und so eventuell direkt an der Küste liegen und ich nicht das ganze Wasser absuchen muss. Die nächste Variante, um am Bretter zu kommen, ist wieder auf eurer Marina. Hier habt ihr alle 2 Tage die Möglichkeit, eure 6 Palmen zu fällen und das Holz dafür einzusammeln. 4 Palmen auf eurer Hauptinsel und die 2 weiteren befinden sich ganz oben im Norden, links auf der kleinen Insel. Dort könnt ihr einfach hinschwimmen oder mit eurem Boot hinfahren. Dort könnt ihr die 2 Palmen umlegen und habt 2 weitere Bretter. Mit 50 gesammelten Brettern an der Zahl geht es zurück zu Ava. Hier können wir wie gewohnt die letzten Bretter abgeben und unsere wohlverdiente Belohnung kassieren. 683 Münzen und 100 Erfahrungspunkte. Als kleine Zwischenbilanz werfen wir doch mal wieder einen Blick auf unseren Flughafen. Und zwar können wir hier sehen, dass die Start- und Landebahn mit weiteren Flöcken versehen wurde. Kommen wir jetzt zur 4. und letzten Aufgabe. Jetzt bittet uns Ava einmal 30 Meteoriten für sie zu sammeln, um die Start- und Landebahn etwas zu erweitern. Dafür begeben wir uns ganz in den Südwesten in Alaska, wo dieses UFO versunken ist. Hier können wir unsere Müllgreifer-Angelroute auswerfen und die gewünschten Meteoriten aus dem Wasser ziehen. Für die Meteoritenaufgabe kann ich euch auch nochmal den Tipp geben, teilt sie euch auf 2 oder 3 Tage auf, denn ihr werdet nach ca. 15 Meteoriten merken, dass die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, neue Meteoriten hier an dieser Stelle aus dem Wasser zu ziehen, also wartet einfach bis zum nächsten Tag und macht dann weiter. Mit den letzten gesammelten Meteoriten im Gepäck begeben wir uns wieder zu Ava, um ihr die letzten abzugeben. Dann wartet auch die letzte Belohnung auf uns, 854 Münzen und nochmal 100 Erfahrungspunkte. Schauen wir uns jetzt noch einmal den fertigen Flughafen an in der Entwicklung und so sieht das Ganze einmal aus, wenn der Flughafen fertig ausgebaut ist. Aber Moment, eine wichtige Belohnung von Ava haben wir noch vergessen. Und zwar geht es um die Kapuze. Die bekommen wir, wenn wir den Flughafen fertig haben und sie einfach einmal nochmal ansprechen, dann händigt sie uns ihre Kapuze auf, damit wir uns die Ohren nicht abfrieren. Also gibt es nochmal die Kopfbedeckung und zusätzliche 100 Erfahrungspunkte. Finden könnt ihr die Kapuze dann wie gewohnt in eurem Kleiderschrank unter Kopfbedeckung. Hier befindet sie sich einmal und so sieht das Ganze einmal aus. Zum Schluss dieses Videos will ich nochmal zu meiner Annahme, also meiner nächsten Theorie kommen. Und zwar geht es um Ava. Sie weist uns am Ende nochmal darauf hin, dass es weitere Quests gibt mit dem Namen Nicht von dieser Welt. Ja, meine Theorie ist, wenn wir jetzt zum Beispiel zu unserem neuen renovierten Flughafen fahren, können wir dort die Spezialagenten sehen. Und zwar handelt es sich um Agent S, den wir ja auch schon von der Great Lakes Map kennen, der uns immer wieder abweist und sagt, hier gibt es nichts zu sehen, sondern es sich um irgendwas Mysteriöses handelt. Wenn wir jetzt von unserem Flughafen auch in den Norden fahren, können wir wieder ein UFO sehen. Das ist übrigens schon die ganze Zeit da, aber war natürlich vorher nicht so bewusst. Und ein zweites UFO kennen wir natürlich auch im Süden, welches versunken ist. Also haben wir in Alaska insgesamt 2 UFOs. In Great Lakes treibt Agent S sich rum, der uns immer wieder abweist. Und die neue Quest heißt Nicht von dieser Welt. Das alles deutet für mich darauf hin, dass wir in Zukunft die Möglichkeit haben, diesen Flughafen in Alaska zu benutzen, der natürlich hier von Spezialagenten bewacht wird, um in ein neues Gebiet zu fliegen, eventuell auch um irgendwelche Kreaturen zu angeln, die nicht von dieser Welt sind. Was haltet ihr von dieser Theorie? Oder habt ihr vielleicht eine andere Idee, was es mit dem Flughafen und der neuen Quest dann von Ava auf sich haben könnte? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. An dieser Stelle verabschiede ich mich bei euch und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Teil wiedersehen. Bis dahin, Leute, euer Delrox. Ciao, ciao.